Hey Skatfreunde, es ist wieder Showtime und ich möchte diese Woche mit euch das Thema Trumpfgabel für den Moment einmal zum Abschluss bringen. Das Ganze natürlich nicht, ohne dass wir dabei auch noch einmal die Perspektive wechseln und uns ein Spiel aus Sichtweise der Gegenpartei anschauen. Dazu habe ich ein ganz interessantes Beispiel rausgesucht, was ich selber vor vielen, vielen Jahren einmal gespielt habe, als Gegenspieler noch. Ich war damals noch nicht so bewandert im Stellungsspiel und habe mit einem ganz typischen Fehler dem Altmeister Walter van Stegen einen Sieg ermöglicht gegen eine extreme Kartenverteilung. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie man es also am besten nicht macht. Deswegen schauen wir es uns jetzt mal gemeinsam an. Ich saß mit folgender Karte in Mittelhand, und von den beiden starken Buben einmal abgesehen, hatte mein Blatt nichts Besonderes zu bieten, weswegen ich auch sofort ausstieg. In Hinterhand saß Walter, der bot 18, wurde Besitzer, schaute in den Skat, drückte und sagte nun zu meiner Überraschung ausgerechnet ein Kreuzspiel an. Da war ich natürlich sofort hellwach, denn 5 starke Trümpfe hatte ich dagegen, dazu im Rest der Beikarte nicht ein einziges volles, also eine ganz klassische Situation, in dem es dem Alleinspieler häufig an den Kragen geht. Mein Partner öffnete das Spiel nun mit dem Herz Ass, und in dem Moment war ich darüber natürlich gar nicht so glücklich, hatte ich doch die Befürchtung, dass der Alleinspieler gleich stechen könnte, und das war auch der Grund, warum ich dann vorsichtshalber nur die Herz-Lusche da reinlegte. Meine Sorge stellte sich allerdings als unbegründet heraus, denn Walter musste das Herz Ass sogar noch bedienen, 11 Augen im ersten Stich für uns. Nun folgte die Herz 10, und jetzt hatte ich natürlich gar keine Wahl mehr, musste die Herz Dame legen, und das zeigt vielleicht auch ein bisschen die Schwäche in der Argumentationskette beim ersten Stich. Sich dort nicht zu trauen, ist ein Fehler, den ich auch sehr häufig sehe, den ich damals auch so gespielt habe. Dabei ist es ja logisch, dass beim ersten Mal die Chance noch am größten ist, dass der Alleinspieler bedienen muss. Heutzutage sage ich also immer rein mit dem Bild, gleich beim ersten Mal. Das hätte ich sicher inzwischen anders gespielt. So kam es, wie es dann kommen sollte. Herz 10, Herz Dame wurde jetzt gestochen vom Alleinspieler mit dem Trumpf König, und der spielte dann ganz klassisch Trumpf aus. Mein Partner hatte überhaupt keinen Trumpf, was für den Alleinspieler sicher eine größere Überraschung war als für mich. Für mich war jetzt in dem Moment natürlich klar, dass es sich hier um einen Sechstrümpfer handelt, und es ist auch sicher gut, dass hier erstmal nur die Lusche gelegt wurde. Mein Partner zwingt mich nicht sofort zu übernehmen, und entsprechend habe ich auch gar keine Veranlassung, diesen Stich mitzunehmen, denn alle Trumpfstiche kann ich sowieso nicht machen. Der Alleinspieler ließ sich nichts anmerken, spielte Trumpf fort, wird im Hinterkopf sicher aber schon jetzt in Richtung Plan B gedacht haben, und mein Partner, der sah jetzt auch den Moment gekommen, um einmal Flagge zu zeigen mit dem Pik Ass. Diesen Stich habe ich dann natürlich mitgenommen, so dass wir jetzt auf 26 Augen standen. Und was liegt nun näher, als nach dem Pik Ass hier mal mit der Pik Lusche zu schauen, wie denn die Karte verteilt ist. Hier wurde auch gestochen mit der Trumpf Lusche, und auch Hinterhand legte die Trumpf Lusche, und ja, das ist vielleicht der Moment, mal in die Runde zu fragen, dieser Stich Pik Lusche, gute Idee, schlechte Idee? Und dieser Stich dann hier 0 Augen, sieht das gefährlich aus, sieht das gut aus? Was wagt ihr für eine Prognose für den Spielausgang? Ja, ich sage mal, interessanterweise glaube ich, dass mindestens 90, wenn nicht 95% von euch auch diese Pik Lusche hier in der Situation spielen. Die sieht nämlich irgendwie ganz harmlos aus, ganz natürlich aus, und auch diesem Stich sieht man es vielleicht noch nicht an. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Pik Lusche die einzige von allen 6 möglichen Karten war, die ich nicht hätte spielen dürfen. Jetzt gewinnt der Alleinspieler, und wir können es nicht mehr verhindern. Jede andere Karte, selbst die Kreuz 10, hätte, wenn wir korrekt fortsetzen, dem Alleinspieler immer noch in die Niederlage führen können. Nur dieser Stich, nur die Pik 9 war es nicht. Und wenn ihr in den letzten Videos aufgepasst habt, dann ahnt ihr ja auch schon ein bisschen, wie es jetzt weitergeht und warum das der Fall ist. Der Alleinspieler ist ja jetzt tatsächlich schon ein Trumpf kürzer als ich. Er hat nur noch 2 Trümpfe, das besetzte Trumpf Ass, und natürlich hat er einen Karo Drilling mit dem Ass, und er wird natürlich den Teufel tun, jetzt weiter Trumpf zu ziehen. Er hat ja extra nur klein gestochen. Er geht jetzt natürlich über die Dörfer, zieht also jetzt sein Karo Ass, bekommt Dame und Lusche, und er hat jetzt nicht mal Karo 10 in der Hand, nein,
Er geht jetzt einfach mit Karo wieder vom Stich, gibt hier auch gleich den Karo König auf, diesen Stich will er sowieso nicht machen. Wir kommen jetzt mit diesen 14 Augen auf 40 Augen. Mein Partner ist am Spiel, setzt jetzt mit dem Herz König fort, aus seiner Sicht die unverfänglichste Karte. Ich weiß natürlich, dass das Trumpf Ass noch hinter mir lauert, steche deswegen vorsichtshalber nur mit der Dame, was den Alleinspieler dann dazu bewogen hat, hier die Karo Lusche abzuwerfen, sodass wir jetzt auf 47 Augen stehen. Hätte ich jetzt hier mit der Trumpf 10 gestochen, hätte der Walter einfach mit dem Trumpf Ass übergestochen und auch gewonnen. So stellt sich jetzt die Situation dar, im 9. Stich bin ich dran, und spätestens jetzt wird mir auch gedämmert haben, dass die Trumpf 10 verloren war. Ich konnte es aber nicht mehr ändern, spiele also einmal noch den Kreuz Buben, bekomme die Trumpf Lusche und von meinem Partner die Pik 10 gewimmelt. Der hatte also tatsächlich nicht nur keinen einzigen Trumpf, sondern 5 volle in der Hand, Herz Ass 10, Pik Ass 10 und die bestellte Karo 10, hat hier alles für mich gegeben, 59, und mit diesem letzten spektakulären Stich konnte der Alleinspieler noch auf 61 kommen, und das lag nicht nur daran, dass er hier Trumpf Ass und 10 sich einverleibt, sondern eben auch an diesem Pik König, und genau dieses Bild, diesen Pik König, habe ich durch das Vorspiel der Pik Lusche aufgegeben. Damit habe ich meinem Partner die letzte Pik Lusche aus dem Blatt gezogen, und genau dieser König hätte sich vermeiden lassen, wenn ich einfach ganz normal oder anders Karo weiterspiele, dem Alleinspieler nicht nochmal die Chance gebe zu stechen, sondern in seine Farbe spiele oder eben sogar Trumpf rausspiele. Da war es also passiert, ich konnte es ja kaum glauben, zählte nochmal nach, doch es blieb bei 59, und der Walter schmunzelte. Er freute sich natürlich, dass er dieses Spiel gegen so eine extreme Gegenverteilung knapp und spektakulär gewonnen hatte, und er sagte dann sowas wie: ja, es ist beim Skat gar nicht immer so schlau, die Farbe hinterher zu spielen, die man gerade gewimmelt bekommen hat, und damit hat er das komplette Problem natürlich auf den Punkt analysiert. Heute ist es einer der häufigsten Fehler, die ich nicht nur sehe, sondern die ich auch erkenne, dass die Gegenspieler immer glauben, dem Alleinspieler durch Vorspiel seiner Stechfarbe ärgern zu können, ärgern zu wollen, und dabei ist gerade in diesen Situationen, die ich jetzt gezeigt habe, wo die Trümpfe etwas ungleichmäßig verteilt sind, das häufig die einzige Chance für den Alleinspieler, sich in eine Endspiel-Gabelsituation zu manövrieren und ein schlechtes Spiel oder ein Spiel gegen eine extreme Verteilung gerade noch so zu gewinnen. Das ist also eine Falle, die solltet ihr einmal kennen, damit ihr da nicht selber auch reintappt. Wenn ihr was gelernt habt oder wenn es euch gefallen hat, dann lasst es euch mich und YouTube und alle anderen wissen. Schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Ich jedenfalls fand dieses Beispiel gerade deswegen so gelungen, weil es einmal diese unglaubliche Bandbreite aufzeigt, die in diesem Trumpf-Stellungsspiel steckt. Da gibt es wirklich tausende von verschiedenen Situationen und Konstellationen, wie so etwas aussehen kann, und hier konnte man zum Beispiel gut sehen, dass ihr dafür nicht mal unbedingt die stärksten Trümpfe braucht, um so eine Stellung aufzubauen, und es muss auch nicht der vielbeschworene Trumpf-Gleichstand sein. Ein noch schärferes Schwert kann sogar einmal die Trumpf-Unterzahl sein, auch wenn das natürlich eine etwas seltenere Situation ist. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch gut Blatt.